Willkommen in Italien, am Lago di Como. Wir sind 3 Kilometer vor Como und müssen erst einen kleinen Hügel hinunter. Und zwar kommen wir von San Fermo über die Via 27 Maggio. Hier kann es mal schnell eng werden. Mit den kleinen Autos geht das natürlich super gut. Das ist ja mal ein schöner Einstieg für eine Tour. In dieser Region stehen noch zahlreiche Villen, die vom Reichtum der letzten Jahrhunderte zeugen. Hier müssen wir einfach anhalten und die Aussicht genießen. Von Bergen umgeben liegt Como malerisch am gleichnamigen See. Immerhin 85.000 Menschen leben in dieser bildschönen Stadt. Zuerst besichtigen wir die Altstadt. Wir kommen an einem kilometerlangen Trödelmarkt vorbei. Glücklicherweise gibt es viele Motorradparkplätze. Der Dom zu Como, die Kathedrale di Santa Maria Assunta. Der Bau wurde 1396 begonnen. Der Dom ist ein architektonisches Meisterwerk. Die überaus prachtvollen Decken lassen einen erstaunen. Die beginnende Renaissance ist deutlich sichtbar. Sohn der Stadt, Alessandro Volta, der Erfinder der Batterie. Italienisches Flair in der Altstadt. Der See ist nicht immer so friedlich wie jetzt. Bei starkem Regen verursacht er häufiger Hochwasser. Aber heute sieht er aus wie aus einem Bilderbuch. Nach Brunata, hoch auf dem Berg gelegen, werden wir gleich hochfahren. Schöne und hässliche Reiche findet man hier. Die Talstation der Standseilbahn. Bereits 1894 wurde sie eröffnet. Alternativ kann man auch eine Eselsfahrt wählen. Die 2 Wagen hängen an einem Stahlseil. In der Mitte befindet sich die Ausweichstelle. Die Bahn überwindet 500 Meter Höhenunterschied. Treppen und Steigungen findet man hier zuhauf. Das Bergdorf Brunate lebt vom Tourismus und hat einiges zu bieten.
Unter anderem findet man auch einige Jugendstilvillen. Einige stehen in der Via Pisarotino. Diese Stelle nennt man auch Balcone sugli Alpi, der Alpenbalkon. Hier hat man überall schöne Ausblicke. Die Bahn benötigt 7 Minuten für 1100 Meter. Sie ist wesentlich schneller als momentan die Schalker Abwehr. Unterwegs erhascht man noch Ausblicke auf Como. Gleich zwei Seuchen, Corona und Smartphones. Am Ende geht's noch durch einen 130 Meter langen Tunnel. Auf dem Weg nach Bellagio, unserem Tagesziel. Erstmal raus aus Como. Jetzt kommt der schönste Abschnitt der Tour. Die Uferstraße ist mal schmal, mal breit. Italien von der allerbesten Seite. Bei meist 50 Stundenkilometer geht's gemütlich voran. Es gibt auch Streckenabschnitte ohne Bebauung. Diese Region wird wegen des milden Klimas schon seit Jahrtausenden besiedelt. Wohlstand brachte ab dem 16. Jahrhundert die Seidenraupenzucht. Heute wird die Seide importiert, aber immer noch hier verarbeitet. Pittoreske Ortschaften prägen das Bild. Das ist Musik in unseren Ohren.
Welchem Motorradfahrer würde es hier nicht gefallen? Es gibt kaum Stellplätze, glücklich ist, wer eine Garage besitzt. Es gibt viele Dörfer, die ihren ursprünglichen Charakter erhalten haben. Der Como-See ist immerhin der drittgrößte See Italiens. Wir wundern uns immer wieder, dass selbst kleine Orte so schöne Kirchen haben. Wie blöd muss man eigentlich sein? Hier ist eine Kurve auf freier Strecke und eine enge Straße. Bescheuert. Dieses Haus kann man auf jeden Fall nicht übersehen. Hier gibt es kaum Plätze zum Anhalten. Shit, ich hatte die gleiche Idee. Verfahren kann man sich hier nicht. Das ist die bisher einzige Abbiegemöglichkeit. In
In Nesso mit seinen gemütlichen Restaurants könnte man eine Pause einlegen. Die Kirchen stehen immer an den schönsten Plätzen. Hier bekommen wir noch einen schönen Blick auf den See. Lecenzo hat 7 Ortsteile mit rund 2000 Einwohnern. Ein langgestrecktes Dorf. Der Legende nach war hier ein Schlupfwinkel für Hexen. Diese Hexen fielen über die schönen Männer des Ortes her. Macht euch keine Hoffnung, heute ist das nicht mehr so. Auf den letzten Kilometern vor Bellagio. An der Seeseite liegen oft mondäne Villen und ihre Gärten. Hier ist die Zufahrt zu Bellagio. Links liegt der berühmte Giardini di Villa Melzi von 1810. Bellagio gilt als einer der schönsten Ferienorte der Welt. Es gibt malerische Gassen, einladende Arkadengänge, Seide, Luxushotels und eine schöne Basilika. San Giacomo stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist ein Nationaldenkmal. Ein typischer Brunnen auf der Piazza della Chiesa. Im Ortskern des alten Fischerdorfes. Überall gibt es verwinkelte Gässchen. Bellagio war das Vorbild für das gleichnamige Hotel in Las Vegas. Zahlreiche Treppen führen zur Uferpromenade. Arrivederci Bellagio.